Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir Dakar, wie du sie im Fernsehen sicher nicht zu sehen bekommst. Im heutigen Video gehen wir bewusst auf die Mechaniker ein, die unterm Auto liegen, die man weniger sieht, und es gibt ein Special von Dacia, wir waren am Pitstop. Servus zusammen, der Luca und ich sind heute schon etwas früher losgefahren, haben leider das Team im Stich lassen müssen, was das Abbauen angeht, mit dem einzigen Ziel, euch zu zeigen, wie es abläuft beim Pitstop. Und zwar, die ganzen großen Teams, die stehen da in Reihe und Glied, haben da ihre Planen ausgebreitet, ihre Maschinchen schon parat gelegt und Reifen parat gelegt und warten jetzt quasi nur drauf, dass ihre Competitors ankommen. Ich bin der Meinung, das ist auch gerade erst noch so am Aufbauen, weil der Dennis uns geschrieben hat, die sind um 10:28 Uhr in die Stage gestartet und jetzt ist es 11:10 Uhr. Die werden ja doch ein paar Rennkilometer erst einmal vor sich haben, bevor dann der Pitstop ansteht. Daher sind wir mal gespannt, wie lange wir hier warten effektiv. Es kommen schon ganz viele Bikes vorbei. Jetzt schauen wir mal und dann sehen wir es schon, wann die ersten schnellen Teams hier eintreffen. Und da vorne geht es anscheinend für die Bikes weiter oder auch generell für alle weiter, weil da wird wieder ordentlich Gas gegeben. Vorne stehen unsere Sandrider-Freunde, wo wir dann den Dennis und den Lukas in Empfang nehmen. Und das Ganze geht bis davor. Da vorne das Blaue, das ist Ford. Hier seht ihr jetzt mal ein paar Bikes vorbei cruisen. Schauen wir mal, ob wir ein Winken entlocken dürfen können. Winken! Pieps, wie pieps, wie pieps, wie pieps. Hi, my name is Julia. Nice to meet you. Nice to meet you. So I'm Stretch, I'm the chief mechanic here at the Dacia Sunriders, and we've just arrived at the pit stop area. So basically we get here with our support truck, our assistance truck, and we lay out two kind of simple work bays so we can service the car during the pit stop. The reason of the pit stop is to just kind of keep the car in the rally, so we have a very short time period, maybe 20, 30 seconds to do a quick visual check of the car, make sure everything's okay, and get it back on the road. So things we'll look at is like the tyres, we'll inspect those, make sure they're okay, the brakes, the steering, and if we've had a puncture, we'll change the spare wheel and then try and get them on the way as fast as we can. How big is your team in the pit stop? So for the pit stop crew, we kind of have 6 people on the car, so we'll have a jackman on the front, a jackman on the rear, and then
4 mechanics kind of around the car just to kind of inspect everything and make sure everything's okay. But we also have some people on the side, some engineers, just to kind of support us, and if we have a bigger problem, we can get investigated. How much time do you have for the pit stop? So the pit stop kind of varies. At previous pit stops in the rally, we've had somewhere between 1 minute and 40 seconds, and today we think it's about 35 to 40 seconds, but our target is to be out of here in about 20 seconds, just to give the crew some time at the control. 20 seconds, that's pretty fast. Yeah, it's not an F1 pit stop, we're not a Formula 1 team, but 20 seconds is enough time to kind of check it all over and get it out. If we have to do a set of tyres, 4 tyres is about 40-45 seconds, 6 tyres is about a minute's long, but yeah, hopefully we don't need 6. Okay. Could you tell us a bit about the routine during the pit stop? Is there like first this, second this, third this, or is I it? can't give away all my secrets, you have to have some advantage over the opposition, but For sure. basically, yeah, we'll bring the car in, we'll check the tyres on the car, we'll inspect the spares to make sure they're not being used, and then if we've got some more time, we'll take a bit of a deeper look into sort of the brakes and the steering, the oils, make sure there's nothing leaking, make sure everything's okay, and if we have time, we'll change the data stick and move on. Gina for arriving for Dacia Sandrider pit stop support. Yalla Yalla Dakar! Kommt ihr, um den letzten Dacia Pitstop zu unterstützen, oder? Also ich habe das auch schon erlebt, dass eine gewisse Zeit die hier sein müssen. Also es gibt verschiedene Arten von Pitstop, aber da können Sie durchfahren oder nur schnell anhalten, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Happy with the pit stop?
Yeah, I think it was a bit chaotic with the NASA and Seb arriving together, but yeah, it's really good, no time loss. Yeah, straightforward, everyday work for us. Nice. In the office. Thank you. It's stripping, mate. Sven, nice to Charlie. meet you. Nice to meet you. What's your position in the team? So I'm the #1 technician for Lucas and Dennis. All right. How do you apply for such a job? Mainly luck, but yeah, skill Okay. as well. Yeah. Okay. You just got to be right place, right time. It's the same with any motorsport job, really. Okay. But yeah, So, and you started as a mechanic or engineer? started as a driver Okay. a long time ago. I was 12 years old doing autograss racing with my family, like me and my dad, as our little father-son bonding time. And then from there onwards, we just stayed into motorsport and ended up getting in a career with it. So, how many Dakars you did so far? This is my first. You first. Yeah, this is my first rally. Before this, I've been doing circuit racing. And you expect something, and what did you see here at the Dakar? With Dennis and Lucas, they definitely had promise coming from where they came from. You know, with Lucas being, the current champion. Obviously, it's always going to be a learning curve with a new car, and also a new partnership between themselves. But I think they've done very well for the limited seat time they've had together. They've had some ups and downs. They've taken a few trees out here and there, but as a whole, they've done great. They've showed good pace, and hopefully they can get it together and get some results. When the car arrives here in the camp badly damaged, what goes through your mind? That's brilliant. Yeah, I mean, like you probably saw it the other day. You Yeah, came yeah. in with a big hole in the front. Yeah. It wasn't too bad. Luckily we had the parts available. But yeah, it's a big relief when there's no bodywork. 100%. Yeah. Okay. And there's not much sleep, a lot of sand. Do you come back for the next Dakar, and why? Yeah, there's always, I don't know how to say it. You always need to prove yourself. You always want to better yourself every single time. Mm-hmm. Every single time you come, you want to improve. If you finish second, you want to be first. Finish 10th, you want to be 9th. You always want to improve, no matter what. And last question, what is your highlight from the Dakar 26? Working with my team, as a team, we've got a great group of lads working with Lucas and Dennis, and Lucas and Dennis themselves are a great pair. They're very bubbly, they're very happy, always happy to see you, and they do apologise. When things go wrong with the car, and they don't try and blame the car. They always see the car in very high regard. They will never blame the car. They always say, "Oh, the car was perfect, but we had an issue of navigation here," or, Lucas maybe had a little trip up, so following some tracks when he should have been, listening to Dennis. But I think together they've got some good promise, and hopefully we'll see it through to the end, and they'll show it. I think they can. Today's pit stop, from your point of view, was everything perfect or some mistakes? I couldn't fault the lads who were on the pit stop. The car was flawless. Yep. We went underneath, we checked every corner, all the wheels. The car was Just a fine. couple of seconds, huh? Exactly. That's all we need, just to make sure that we're happy to send the car on their way. If there's a little gash, any nicks in the tyres, then we would have changed it out to make sure they had the best opportunity moving forward. But the tyres were good. Unfortunately, I think it was about 8 kilometres to the end, they had a puncture. Okay. But that was not due to the tyre, that was due to them, I think, trying to clear a ditch, and they didn't quite make it over the ditch in time. So the wheels all bent, and took the tyre with it, unfortunately. But things happen. I mean, it's Dakar at the end of the day. It's not the hardest rally in the world for no reason. So, yeah. Sweet. Thank you very much for No your time. problem. Thank you. Sagst du zu deiner Verteidigung, 4 Tage vor Verschiffung kriegt jetzt Defender erst seine Sticker drauf. Meine Verteidigung? Ja. Lass mich studieren. Customer first. Ah, okay. Brauchst einen Zölligen. Was denn? Gut, dass ich 10 dabei habe. Ah ja. Schau. Hey. Hey, extra matching colors. Optimal. 27,5. Jetzt kommen die Mathematik-Skills unseres ITlers. 10, 13,5. Noch ein bisschen, ne? Sieht aber ganz gut aus. Zweite machst du. Wow. Bis auf das T ist das ganz okay. Oh ja, genau, das T ist ein bisschen. Aber jetzt du. Kamera. So.
So, jetzt brauche ich erstmal Ja. Putzi. Du Auersle, doch. Hallo. Na, 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 na. Na, 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 na. I would say this looks pretty wild. Wild. Nice. Nice wild. White and wild. Oh nein. Schwänzchen. Nicht gut? Nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Naja, jetzt passt es zum anderen. Du musst ja irgendwie matchen, ne? Mhm. Auch das Tee, oder? Dieser Pfeil unten drunter. Wie sagst du das nochmal auf Schweizerdeutsch? Timeout Racing. Na. Auszeit trennen. Was ist ein Ding? Auszeit trennen. Jetzt, welcher ist besser montiert? Boah. The pressure is high. Lieber gar nichts sagen, als das Falsche zu sagen, oder? Ich tendiere tatsächlich zu dem hier. Ah, ich Yeah, my man. Ja. Und da sieht man nichts. Nee, muss einfach weit genug wegstehen. Genauso wie das hier. Das darf man auch nicht von der Nähe sehen. Ah, okay. Rosso giallo e blu. Wir haben ihn wieder gefunden. Gestern hatten wir ein bisschen Pech immer. Wenn wir da waren, war Maxi weg. Aber heute hat es geklappt. Ja, Hey, wie waren die letzten Tage? Erzähl mal. gut. War schön, doch. Ja, Marathon Tag 1. Auch wie letztes Mal. Morgens nicht so toll. Mittags konnte ich dann aber richtig nochmal gut machen. Schöne Marathon-Stage, endlich auch mal zur Ruhe kommen. Wir waren glaube ich um 2 mittags da, das heißt Schon? gemütlich Zelt Ah, okay. aufbauen. Und dann hatte ich auch mal ein paar Stunden Entspannung. Gestern mega geil gefahren in den Dünen, richtig Zeit gut gemacht und dann aber leider den Wegpunkt verpasst. Ranking bist immer auf 6, oder? Habe ich heute. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe 6. kein Internet seit 3 Tagen. Also. Ah ja. Nee, 6. Ich habe heute mal geschaut. Ja. Okay. Ist cool, oder? Ja, aber bloß vorher einer gesagt, dass ich jetzt, oder hab's irgendwo gesehen, dass ich gesamt, also ich fahre seit, das heißt, es ist schon weggeräumt, seit 4 Tagen mit den gleichen Reifen rum, weil ich ein alter Sparfuchs bin. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich auf Platz 30 stehe und sowohl nach vorne als nach hinten noch möglich ist. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich doch nochmal Ja, einen Satz, ein Satz neue Reifen. nochmal einen Ne? Satz investieren. Ja, da muss der Sparfuchs mal daheim bleiben. Ja, würde ich auch. Also Ausnahmsweise. ich denke, das sollte möglich sein. Aber ich darf trotzdem noch einen Satz neue Reifen mit heimnehmen. Was hast du jetzt heute gegessen? Morgen Pasta? Nee, zum Frühstück gab es Kartoffeln und Eier. Dann vor der Stage so ein riesiger Haferklotz, den ich mal esse. Das sind glaube ich 600 Kalorien. Unterwegs 3-4 Gels, eine Packung Energy-Gummibärle und ja, was man halt so dabei hat. Nochmal Riegel und so weiter. Dann im Stage-Finish direkt mal noch Gemüse und Hähnchen gegessen. Hier ankommen, umzogen, wieder rein zu Nudeln essen, jetzt schrauben und nachher geht's dann nochmal Abendessen. Erzähl mal, also im Ziel kriegt ihr Essen? Ja. Ah, okay. Also da steht auch so ein Reisebus bereit, wo Catering da Ja. ist. Kann man anhalten und essen. Ah, okay. Gut, wusste Wobei ich man gar nicht. aufpassen muss, wir haben ja auch eine Sollzeit, wie lange wir für die Verbindungsetappe hier rein wieder brauchen dürfen. Gestern waren es nur 45 Kilometer. Dann habe ich draußen nichts gegessen, weil ich dachte, kann ich auch gleich im Biwak essen. Ein paar haben sich draußen zu viel Zeit gelassen und 10 Minuten Strafe gekriegt. Wow. Und ist das nur für Malemoto oder für alle Motorräder? Für alle Motorräder. Für alle Motorräder. Also ich glaube, die Autofahrer könnten sogar auch anhalten, Aha. aber die fahren glaube ich zu. Ja, okay. Und heute, wie viel war es Verbindungsetappe noch am Schluss? Boah, also 200. heute Morgen waren es gleich mal 330. Ja, das haben wir gesehen. Das war ja. schon mal schön angenehm. Und zum Schluss jetzt nochmal 210. Okay. Also heute auch wieder knapp 900 Kilometer. Ja. Es ist kühler hier als im letzten Camp. Ich glaube, es wird eine kalte Nacht. Ja, Bin glaube mal ich. gespannt. Gestern haben wir schön warm gehabt.
Gestern war super, ja. Heute Morgen war echt top. Ja, Kriegst du, also du hast gesagt, nach vorne wäre noch ein Platz möglich? vielleicht, ja. Ja. Jetzt gibt's wieder Staub. Ich muss bloß da meine Ansaugung zumachen. Ja, ich glaube, nach vorne habe ich eine Viertelstunde Rückstand und nach hinten irgendwie 10 Minuten Vorsprung. Also Okay. kein Blödsinn machen die nächsten 2 Tage, sauber Motorrad fahren. Das Tempo habe ich. Wenn du jetzt das Erlebnis Dakar 2026 anschaust, denkst du schon 2027 oder? Ja. Ja. Okay. Also ist das habe ich aber schon vor ein paar Tagen entschieden, Ah, okay. dass ich also auf kommst jeden wieder. Fall wieder da bin. Okay, cool. Hoffentlich diesmal mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit und ein bisschen bessere Sponsorensuche und Also unterstützen, Crowdfunding läuft immer noch. Es haben ein paar Leute von uns noch gespendet. ach mega cool. Ja, haben das in den Kommentaren Vielen Dank geschrieben. an alle, wo spenden, wirklich. Ich krieg's leider nicht mal mit. Also Und der Link für das Crowdfunding ist immer noch, das ist in jedem Video in der Videobeschreibung. Also Ausreden gibt es keine. Draufklicken, 20, 40, 200, 500, 1000 Euro, alles ist willkommen. Also wir haben die Rankings wieder rausgesucht. Der Stefan und der Basti mit dem SK sind in ihrer Klasse immer noch 2. Immer noch eher 2 und im Gesamten auf 32. Dann Juraj auf Platz 36 mit 5.458 Strafpunkten und dann Francesco und Vicky auf Platz 72 mit 19.546 und dann Dani und Toni Platz 12 mit 1.516 Strafpunkten und hier die Besten im Team auf Platz 7 Mariusz und Kamil mit ihrem Toyota, der einwandfrei funktioniert. Hatten heute ein bisschen einen schwierigen Tag, haben sich verfahren. Mal schauen, oder sie fanden den korrekten Weg nicht, so muss ich sagen. Mal schauen, wie sich das aufs Ranking morgen dann auswirkt. Wie gesagt, die Resultate von heute, die kriegen wir erst morgen, wenn das erste Auto durch den Start fährt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben heute die 4 Millionen Views-Marke überschritten in den letzten 28 Tagen. Wir hatten letztes Jahr 1,2 Millionen. Julia hat gesagt, wir machen 3. Ich habe gesagt, cool wären 2 und jetzt haben wir 4 und wir sind noch nicht mal fertig. Berührt mich emotional extrem, auch die Kommentare, die ihr schreibt. Ja, ist einfach wow. Vielen, vielen Dank. Gibt wieder noch Kraft für die paar letzten Tage hier in Saudi-Arabien. Das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked bitte das Video, Fragen gerne in die Kommentare und wenn noch nicht passiert, abonniert bitte unseren Kanal. Wir sehen uns morgen wieder bei Time Out Racing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, ciao.